Die Schlüssel sind gefallen. Das hätte den alten Julius in Klammern Cäsar gefreut und wahrscheinlich wäre er mit solchen Gefährten auch gern auf Feldzug gen Gallien gefahren, aber das ist nur eine Vermutung. Wahr dagegen ist, dass diese beiden neuen Pickup-Kabinen beweisen, mit wie wenig Raum man auskommen kann. Auf der einen Seite die extrem kompakte Bibertech 140 für 2 Personen, auf der anderen die QV Savage für die Familie. Beide stehen auf einem Nissan Navara, allerdings fährt die Bibertech mit dem Vorgängermodell rum, dessen V6 schon 254.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Aber das macht gar nichts, denn der Biber aus Niedersachsen rennt immer noch flink über jeglichen Untergrund. Anders dagegen der neue Navara mit seiner QV Savage. Trotz Zusatzluftfeder an der Hinterachse fühlt er sich träger und wankanfälliger an. Das erstaunt umso mehr beim Blick auf die Waage. Denn beide Autos sind in etwa gleich schwer. Der Nissan samt QV Savage Kabine und ohne Pritsche kommt auf ein Leergewicht von rund 2,7 Tonnen. Gute 500 Kilo können noch zugeladen werden. 24 Kilo weniger Zuladung sind es beim älteren Navara samt Bibertech Box. Bei einem ersten Stopp auf der grünen Wiese gucken sich unsere beiden Tester die Fahrzeuge mal genauer an. Mir wurde hier heute der etwas betagte Nissan Navara zugelost mit einer ganz kleinen Kabine drauf. Das ist die Bibertech 140. Die ist aber nur klein in der Optik und ganz groß im Preis. Das gute Stück kostet nämlich 29.900 €, so wie wir sie jetzt hier voll ausgestattet dabei haben. Und auf den ersten Blick kann ich nur sagen, ich kann ahnen, woher das kommt, denn sie ist unglaublich sorgfältig und hochwertig verarbeitet. Gutes Beispiel ist zum Beispiel hier die Gewebeaußenhaut von der Sandwich-Kabine. Und hier dieser Winkel, der ja immer so ein bisschen neuralgischer Punkt ist, der ist nicht rechtwinklig ausgeformt, sondern wenn ich hier hintergreife, sieht man das, das ist ein stumpfer Winkel. Und hier sind dann Aluminiumprofile drauf gesetzt. Also das sieht schon mal auf den ersten Blick ziemlich super aus. Mit 1,40 Meter Bodenlänge ist die Bibertech so kompakt, dass sie noch innerhalb der Ladefläche Platz findet. Ich habe also keinen Überhang, das ist super im Gelände. Oder wenn ich einen Anhänger mitnehmen will und möchte ich dann hinten rein, dann klappe ich mir erstmal meine Terrasse hinten aus, auf der ich mich auch wunderbar hinsetzen kann zum Mittagessen. Und wenn ich hier schon so sitze, dann fällt mir auf, dass sie bei den Schraubspannern hier wohl ins oberste Regal gegriffen haben. Natürlich ist die Kabine abnehmbar, dafür hat Bibertech hier diese Stützen mit den Schnellverschlüssen vorgesehen, Edelstahl, alles aus eigener Fertigung. Die Aluwinkel laufen auch komplett einmal rundherum, die Kabine ist also an allen Seiten gut geschützt. Und wenn ich mal so einen Schritt zurückgehe, dann ist das, glaube ich, die erste Kabine, wo die Bodenfläche kürzer ist, als der Alkoven lang ist. Während Bibertech schon seit Jahrzehnten im Fahrzeugbau aktiv ist, ist das hier ein Erstlingswerk. Und wie man sehen kann, ist der Überhang deutlich länger und der Grund dafür ist einfach die Nasszelle. In der Theorie ist die Wohnkabine abnehmbar, deshalb gibt es hier auch die Aufnahme für die Stützen. Allerdings muss die komplette Elektrik getrennt werden, weil die Scheinwerfer zum Beispiel auch hier hinten an der Kabine befestigt sind. Die Tanks sind an der Kabine selbst befestigt. Das wäre also nicht das Problem. Allerdings muss die Originalpritsche dann wieder auf das Fahrzeug aufgeladen werden. Die Box ist komplett aus GFK-Sandwich gefertigt und rundherum ist sie durch Aluwinkel verstärkt. Was man hier auf den ersten Blick sieht, sind total viele Staufächer. Aber hier vorne ist der Tankstutzen und wenn ich die Kabine abnehmen möchte, muss ich den komplett umbauen. Das ist also nichts zum spontanen Absetzen, aber es ist auch nicht völlig unmöglich. Bevor wir gleich mal ins Innere der Boxen klettern, geht es nochmal zurück hinters Steuer. Ein passender Stellplatz für die Nacht fehlt nämlich noch. Die Optik der Bibertech 140 ist wirklich gewöhnungsbedürftig, da der Alkoven zum Längsschlafen eben doch ziemlich weit über die Doppelkabine gezogen werden musste. Das macht sich ganz spannend bemerkbar, wenn man jetzt so hier auf holprigen Pisten unterwegs ist, dass die ganz interessant anfängt zu schwingen, weil eben das Verhältnis aus Bodenlänge zu Alkovenlänge so ungewöhnlich ist. Ich halte sie nicht für eine wirkliche Offroad-Kabine, eher eine Pistenbox, aber was mir sehr gut gefällt an der Stelle ist die potenzielle Schwachstelle bei diesen Alkovenkabinen, nämlich den Übergang zwischen Kabine zur horizontalen Alkovenfläche. Die ist hier sehr gut verstärkt.
weil das nicht rechtwinklig ausgeführt ist, sondern in einem stumpfen Winkel. Und dann zieht da noch ein Aluminiumprofil drumherum. Also mechanisch kann die Kabine sicher einiges ab. Was auch mir gut gefällt, ist, dass ich mit den Standardspiegeln gut am Fahrzeug vorbeigucken kann, weil die Box kaum breiter ist als das Fahrzeug an sich. Ich brauche also keine Zusatzspiegel. Das ist wiederum auch für die Schweizer Kundschaft spannend, denn dann kann sie gut als Ladung da eingetragen werden. Etwas anders fällt das Fazit bei der QW Savage aus. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden mit den Fahrzeugen unterwegs und ich muss sagen, diese Kabine hier gefällt mir Offroad deutlich besser als Onroad. Im Gelände habe ich sie ehrlich gesagt nicht wirklich gemerkt, also das ist mir nicht negativ aufgefallen. Ein bisschen schade ist natürlich, wenn es sehr eng wird und die Bäume von links und rechts über das Auto ragen, dass die Plastikscheiben sehr anfällig für Kratzer sind. Im Gelände unauffällig, auf Asphalt gibt es dann aber doch Anlass zu Kritik. Auf der Landstraße habe ich dann bemerkt, dass mir die Originalspiegel an den Seiten überhaupt nicht ausreichen, weil ich den Verkehr hinter mir überhaupt nicht beobachten kann. Und der Rückspiegel bringt mir da natürlich auch nichts. Auf der Autobahn ist mir dann aufgefallen, dass bei hohen Geschwindigkeiten die Kabine sehr anfängt zu schwanken. Und das ist auf Dauer natürlich sehr unangenehm, vor allem wenn man längere Strecken hinter sich bringen will. Und da hat selbst die Luftfederung überhaupt nichts gebracht, wenn ich die angepasst habe. Am Abend bereitet sich dann alles auf eine angenehme Nacht vor. Gute Nacht, Sönke. Was ist da los? Der Kameramann muss im Wald übernachten, obwohl zumindest die Savage genug Betten bieten sollte? Aufklärung bringt der nächste Morgen. Wer auch immer mir den Schlüssel zugeworfen hatte, warum musste ich hier mit dieser kleinen Kabine rumfahren? Hast du da eine Antwort drauf? Naja, du brauchst ja kein Bad und sie ist klein und kompakt und hat trotzdem jede Menge Stauraum. Ja, und die Polster sind so, dass ich mich direkt darüber ärgern kann, dass in der neuen Kabine, dass ich eigentlich schon direkt auf dem Holz sitze. Ja, aber dafür hast du ein super großes, langes und bequemes Bett. Stimmt, ich kann das ausziehen nach hier vorne, dann fehlen mir allerdings die Sitzplätze. Und ich weiß gar nicht, wo der Kocher ist, ehrlich gesagt. Der Kocher ist hier drunter in der Küchenzeile. Und du kannst die Küchenzeile sogar ausklappen und den Kocher quer hinstellen. Und du hast 2 Kochplatten bei so einer kleinen Küche. Das ist doch auch schon mal vorteilhaft. Ja, das ist tatsächlich viel untergekommen. Und was ich auch gut finde, ist, dass das Waschbecken auch sehr groß ist für so eine kleine Küche. Ja, wenn schon kein Badezimmer da ist, dann ein großes Waschbecken. Aber was mich so ein bisschen stört, ich habe hier eben gerade schon den Tisch hier rüber gezogen. Ich weiß nicht, wie lange der Offroad-Fahren aushält. Also er hat zwar kein Tischbein, das ist toll, aber ich glaube für Offroad-Fahrt müsste man den wahrscheinlich nochmal irgendwie abspannen. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber gucke mal, was er hier noch Tolles hat. Ja, das ist Ein nochmal Staufach. extra Stauraum, ja genau. Und während ich mir das angucke, stoße ich mir hier unten schon die Füße, weil der Doppelboden hier irgendwie mehrteilig ist. Also sehr mehrteilig ist. Ah, hier ist die Elektrik drunter. Und was sehe ich? Ich sehe Elektrik mit Lautsprecherkabeln. Deswegen habe ich die Kabine gekriegt, damit ich mich über die Elektrik ärgern kann, wie man mit Lautsprecherleitung eine Elektroverteilung machen kann. Da lege ich mal lieber den Deckel wieder drüber. Also irgendwie. Aber nochmal was Positives zur Elektrik. Es gibt immerhin eine Standheizung. Darüber freue ich mich sehr. Ja, genau. Hier ist die Autotherm. Über die habe ich mich heute Nacht auch gefreut. Die ist nämlich ziemlich laut. Ich habe also irgendwie über 50 dBA gemessen. Und sie hat auch nur einen Auslass da in der Höhe. Das ist so auf Hüfthöhe. Das hätte man, glaube ich, ein bisschen umfangreicher machen können. Wir wechseln das Etablissement übers Heck und steigen ins 4-Personen-Mobil QW Savage. Und da gibt es gleich Mecker. Warum habe ich jetzt diese große Kabine bekommen? Du weißt doch genau, dass ich lieber kleine Kabinen mag. Also zum einen habe nicht ich die Schlüssel verteilt. Und zum zweiten, glaube ich, liegt es daran, dass der Besitzer kaum größer war als du und das hier als Querbett sich ausgedacht hat. Das sind aber weniger als 1,90 Meter. Ist für dich also perfekt. Und außerdem hast du hier die riesen Nasszelle mit warmem Wasser. Warm Wasser finde ich super, aber ein bisschen Geschmack darf es auch sein. Also ich finde diese Tischplatte im Marmorstil, das ist überhaupt nicht meins. Und diese Polster, also ich bin echt noch keine 50. Ja, also an der Stelle fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Also auch, dass das da
Vertikales und horizontal. Aber es ist eine unglaublich große Kabine auf so einem eigentlich kleinen Pickup. Also du hast einen Doppelkabiner-Pickup vorne und hast trotzdem so viel Platz und eine riesen Küche. Ist doch auch irgendwie cool. Ja, ist cool, aber dafür muss ich zu jedem Lichtschalter hin und her springen. Also mal abgesehen von dieser nicht so attraktiven Leselampe, muss ich, wenn ich diese Ambientebeleuchtung anmachen will, da hinten hinspringen. Dann ist hier ein Lichtschalter, da ist ein Lichtschalter. Also ist alles überall verteilt. Und ja, hier oben ist auch noch Licht, ist toll, aber... Ja, aber komm, die Dachluke ist doch schon echt ein Knaller. Ja, das stimmt schon. Die macht schon viel her. Ja, aber du kannst dir mit all deinen Freunden losreisen. Also du hast ja nicht nur das Bett hier, sondern du kannst das ja auch noch zum Bett umbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber Sönke musste trotzdem draußen schlafen, weil das hat jetzt nicht so funktioniert. Warum nicht? Was hat nicht funktioniert? Weil die Polster nicht passen. Also wenn ich diese beiden äußeren Polster oder die Rückpolster da hinlege, dann passt das leider nicht. Okay. Also. Und außerdem zu dem Argument, ich kann mit all meinen Freunden reisen. Also ich habe eine Kochplatte, damit kann ich nicht so viel machen. Da gibt's Gulascheintopf. Jeden Tag. Veganen Gulascheintopf. Einigkeit herrscht zumindest in der Bauweise. Beide Kabinen bestehen aus Sandwichwänden mit GFK-Außenlage, die in einem Rahmen aus massiven Aluprofilen verpackt sind. Und bei beiden gibt es an der Verarbeitung nichts zu meckern. Jetzt aber zurück in den Biberbau. Da müssen wir nochmal ins Detail gehen. Fassen wir mal nach 2 Testtagen diese Bibertech 140 in wenige Worte zusammen. Ich bin sprachlos, wie viel auf wenig Platz so reinpasst und auch gut funktioniert. Ich fange mal im Uhrzeigersinn an. Hier neben der Tür, die übrigens ein Fenster hat, was ich super finde, ist ein Mini-Kühlschrank. Darüber ist die Elektrik. Darüber ist schon das erste große Klamottenfach. Übrigens sehr hochwertige Southco-Beschläge und auch hier die Aufsteller. Das ist alles richtig robust. Das ist auch kein Holz, sondern das ist eine Leichtbau-Wabenplatte mit einem HPL-Furnier. Ich bin jetzt nicht mehr so Fan von dieser ganzen HPL-Beschichtung, die sieht man in jedem Fahrzeug, aber sie ist natürlich gerade in so kleinen Autos praktisch, weil sie so robust ist. Ich kann die überall gegenscheuern und kann sie leicht abwischen. Da geht es dann weiter, da ist die Heizung, die Bedienung, die steckt hier nämlich drunter, ist eine Autotherm, ist tatsächlich ein bisschen laut, hätte man besser Schall dämmen können. Hier ist der nächste Stauraum, dann gibt es offene Ablagen. Es gibt viele Fensterflächen, also ich habe 2 Fenster zur Seite, ein Fenster vorne im Alkoven, ein Fenster hinten und eine riesige Dachluke hier oben im Dach. Von der Qualität bin ich allerdings nicht so angetan. Ja, sie macht viel Licht, aber das ist ein ziemlich einfaches Produkt. Ich vermute mal, das überlebt keine 5 Sommer. Dann in der zentralen Mitte ist die Sitzgruppe für 2 Personen mit einem verschiebbaren Tisch ohne Bein. Auch das eigentlich eine schöne Lösung, gerade eben auch mit dem gezeigten Stauraum hier drunter. Ist schnell arretiert. Ich mache mir eben nur Sorgen darum, was passiert, wenn der Tisch die ganze Zeit während der Fahrt den hier macht. Und auch wie lange diese HPL-Oberfläche hier das aushält, wenn man sie immer von rechts nach links schiebt. Im Praxiseinsatz aber heißt das, ich kann mir die hier zur Seite schieben, habe eine große Arbeitsflächenerweiterung für die Küche, komme gut ins Bett rüber. Also praktisch ist es allemal. Und hier ist dann eben auch der Kocher drunter. Keine Ahnung, wo der noch einen Origo hergefunden hat. Spirituskocher, den kann ich mir rausnehmen, hier hinstellen oder draußen hinstellen. Das ist super einfach gemacht und genauso schnell wieder verschwunden. Und dann gibt es hier die Spüle mit Kaltwasser. Die Wasserversorgung ist hier drunter, das sind einmal 12 Liter Frischwasser und 12 Liter Grauwasser. Das ist so ein Standard in diesen ganz kleinen Boxen. Es gibt noch ein bisschen offene Ablageflächen. Also im Großen und Ganzen eine kleine Kabine mit großem Wow-Effekt. Mal abgesehen davon, dass mir das Design wirklich nicht ganz so gut gefällt, ist es klasse, dass wir hier so viel Licht drin haben. Unter anderem durch die große Dachluke, die ist aber nur optional. In der Standardausstattung ist nur eine kleine enthalten. Außerdem finde ich klasse, dass es auf so einem kleinen Raum eine abgetrennte Duschzelle in dem Badezimmer gibt. Und hier ist auch jede Menge Stauraum. Dass die Kabine so viele Fenster hat, hat aber auch seine Schattenseiten. Und zwar mag ich es eigentlich total gerne, wenn über der Küche nochmal ein großes Fenster ist, dass man auch lüften und rausschauen kann.
Aber im Heck ist das nicht ganz so schlau, weil das wird sehr schnell eindrecken und auch Kratzer bekommen. Und das zweite Fenster, was nicht ganz so gut angebracht ist, ist hier direkt neben der Tür. Denn wenn ich das Fenster offen stehen habe und dann die Tür öffne, kann das kollidieren. Ein Fehler, der behoben werden sollte. Und in Sachen Geschmack, naja, auch da kann schnell Abhilfe geschaffen werden. Bei der Savage fehlt es am Ende auch an Stauraum, wenn wirklich die ganze Familie mitkommt. Insgesamt aber punkten beide Kabinen mit ihrer robusten Bauweise und guter Funktionalität. Und beide kosten erstaunlicherweise deutlich mehr als ihre Mitstreiter. Insgesamt gefällt mir die Kabine recht gut. Sie ist sehr geräumig und auch hell von innen. Was ich halt bei der Fahrt nicht ganz so schön finde, ist, dass sie irgendwann so anfängt zu wackeln, wenn man sehr schnell unterwegs ist. Was ich außerdem nicht ganz so gut finde, ist, dass bei den Originalspiegeln, ich sehe halt hinter mir direkt nichts, weil die Kabine dafür zu breit ist. Aber man kann die Kabine sogar noch breiter bekommen, wenn man beispielsweise ein längeres Bett haben möchte, da man ja quer schläft. Und wenn man sich den Preis mal anschaut, der Buro Oman, der ist relativ vergleichbar mit dieser Größe. Den gibt es für 66.000 €, aber inklusive Basisfahrzeug. Und hier kostet die Kabine allein schon 45.000 €. Nach 2 Tagen Tests mit den beiden kompakten Pickup-Kabinen gibt es für mich nur einen Grund, warum ich ungern in dem Nissan sitze mit der Bibertech-Kabine hinten drauf. Nämlich, ich muss mir während der Fahrt die ganze Zeit das misslungene Heck der Savage angucken mit dem darunter hängenden Wassertank und der Stufe, die da immer dreckig wird und dem einseitigen Staukasten. Da lobe ich mir dann doch die kompakte Bibertech, die wirklich hinten mit der Ladefläche ändert. Da kann ich super im Gelände mit rumwieseln. Was ich ganz und gar nicht mag, das ist der Blick auf die Preisliste. Da langt der Hersteller wirklich ordentlich zu. Schon die Leerkabine kostet mehr als 10.000 €. Dann gibt es noch eine mittlere Ausstattungsvariante und wir haben hier das volle Autark-Paket mit Solarzellen und allem Zip und Zap, kratzen aber auch fast an 30.000 € und das ist für so eine kleine Kabine dann doch eine ganze Menge Geld. Auf der Habenseite steht auf jeden Fall die gute Bauqualität, die ist wirklich bis ins Detail sehr ordentlich und robust. Wir haben die massiven Aluwinkel außen, eine vernünftige Tür im Heck, sehr vernünftig gebaute Möbel, eine gute technische Ausstattung und ein extrem gelungener Grundriss, der mit 2 Personen trotz der geringen Bodenfläche sehr gut funktioniert. Aber auch wenn mein finales Fazit positiv ausfällt, wenn man vom Preis aussieht, gibt es 2 Dinge, die ich zu bemängeln habe. Das eine, was gar nicht geht, das sind die Lautsprecherkabel in der 12-Volt-Versorgung. Die müssen eigentlich sofort rausfliegen. Das darf nicht sein, jedenfalls nicht, wenn ich als Hersteller sowas verkaufen will. Und das zweite, das muss die Zeit allerdings zeigen, die Dachluke, die da verbaut ist, die macht auf mich einen sehr windigen Eindruck. Und gerade weil da ja immer sehr viel UV-Belastung reinstrahlt, bin ich gespannt, wie lange die hält. Der gebe ich nicht mehr als 5 Jahre. Was für die Bibertech spricht, alternativ zur kompletten Kabine kann man sie auch leer oder möbliert, aber ohne Technik bekommen. Das freut den Bastler. Wenn ihr gerade in das große Gebiet Overlanding einsteigt und euch erstmal orientieren müsst, dann schaut euch doch mal unser Einsteiger-Spezial an. Das gibt es beim Explorer Shop zu bestellen.